Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute tauchen wir in die faszinierende Welt eines der größten Denker der Geschichte ein, Baruch Spinoza. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Lisa und ich freue mich, heute gemeinsam mit Felix über Spinozas Ideen zu sprechen. Spinoza war ein niederländischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, dessen Werke bis heute Einfluss haben. Wir werden uns heute insbesondere mit seinen Ansichten zu Ethik, Gott und dem Universum befassen. Genau, Lisa. Und das Spannende ist, dass Spinozas Philosophie nicht nur intellektuell anregend ist, sondern auch viele praktische Anwendungen für unser tägliches Leben bietet. Aber bevor wir tiefer einsteigen, könntest du vielleicht mit einer kurzen Einführung zu Spinozas Leben beginnen? Natürlich, Felix. Baruch Spinoza wurde 1632 in Amsterdam in eine jüdische Familie geboren. Er erhielt eine traditionelle jüdische Erziehung, wandte sich aber später von orthodoxen Lehren ab. Das führte dazu, dass er 1656 aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurde. Ausschließen bedeutet, jemanden aus einer Gruppe oder Gemeinschaft zu entfernen. Das klingt nach einer sehr dramatischen Wende in seinem Leben. Kann man sagen, dass dieser Ausschluss seine philosophische Entwicklung beeinflusst hat? Absolut, Felix. Nach dem Ausschluss widmete sich Spinoza ganz der Philosophie. Er führte ein einfaches Leben als Linsenschleifer, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und schrieb in seiner Freizeit an seinen philosophischen Werken. Sein Hauptwerk heißt Ethik nach geometrischer Methode dargestellt. Die Ethik ist die Lehre von Moral und Werten. Der Ausdruck nach geometrischer Methode dargestellt bedeutet, dass er seine Argumente wie in der Mathematik aufgebaut hat, mit Definitionen, Axiomen und Theoremen. Das klingt nach einer sehr strukturierten Herangehensweise an die Philosophie. Was sind denn die Hauptthemen in Spinozas Ethik? Ein zentrales Thema ist Spinozas Gottesbegriff. Er vertrat die Ansicht, dass Gott und die Natur identisch sind. Das nennt man Pantheismus. Pan bedeutet alles und Theos bedeutet Gott, also die Vorstellung, dass Gott in allem ist, dass Gott alles ist. Gott ist nicht ein von der Welt getrennter Schöpfer, sondern die Welt selbst. Das ist eine sehr radikale Idee, besonders für die damalige Zeit. Wie wurde denn diese Vorstellung aufgenommen? Spinozas Pantheismus war sehr umstritten. Viele sahen darin eine Form des Atheismus, also die Ablehnung der Existenz Gottes. Umstritten bedeutet, dass viele Menschen unterschiedliche Meinungen darüber hatten und darüber diskutierten. Ich kann mir vorstellen, dass das zu heftigen Diskussionen geführt hat. Was bedeutete Spinozas Gottesvorstellung für sein Verständnis des Universums? Für Spinoza war das Universum ein einheitliches, notwendiges System, das nach unveränderlichen Naturgesetzen funktioniert. Es gibt keine Zufälle, alles geschieht aus Notwendigkeit. Unveränderlich bedeutet, dass sich etwas nicht ändert, es bleibt immer gleich. Das Universum, also das gesamte All, funktioniert nach festen Regeln. Das heißt, alles ist vorherbestimmt? Gibt es dann überhaupt so etwas wie freien Willen? Das ist eine gute Frage, Felix. Spinoza glaubte, dass der menschliche Geist und der menschliche Körper zwei Aspekte derselben Substanz sind. Er lehnte die traditionelle Vorstellung einer Trennung von Körper und Geist ab. Daher sah er den freien Willen als eine Illusion an. Wir glauben zwar, frei zu handeln, aber in Wirklichkeit sind unsere Handlungen durch die Naturgesetze determiniert. Determiniert bedeutet, dass unsere Handlungen durch äußere Faktoren bestimmt sind. Das ist eine ziemlich deterministische Sichtweise. Wie passt das zu Spinozas Ethik? Wenn alles vorherbestimmt ist, welchen Sinn hat dann moralisches Handeln? Spinoza argumentiert, dass wahre Freiheit darin besteht, die Naturgesetze zu verstehen und in Übereinstimmung mit ihnen zu leben. In Übereinstimmung mit etwas leben heißt, sich an etwas zu halten, es zu befolgen. Wir können unser Schicksal nicht ändern, aber wir können unsere Einstellung dazu ändern. Durch die Erkenntnis der Notwendigkeit können wir innere Ruhe und Gelassenheit finden. Gelassenheit beschreibt einen Zustand der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, auch in schwierigen Situationen. Das klingt nach einer sehr stoischen Haltung. Man soll also sein Schicksal akzeptieren und das Beste daraus machen? Genau, Felix. Spinoza nennt diesen Zustand der Gelassenheit Acquiescentia in se ipso.
was so viel bedeutet wie Ruhen in sich selbst. Es ist ein Zustand der Zufriedenheit, der aus der Einsicht in die Ordnung des Universums entsteht. Also, wenn ich das richtig verstehe, geht es in Spinozas Ethik darum, durch Vernunft und Erkenntnis zu einem glücklichen und erfüllten Leben zu gelangen. Ist das eine faire Zusammenfassung? Ja, das trifft es sehr gut. Spinoza betont die Bedeutung der Vernunft und der Erkenntnis. Durch die richtige Einsicht in die Natur der Dinge können wir unsere Affekte, also unsere Emotionen, besser kontrollieren und ein tugendhaftes Leben führen. Tugendhaft bedeutet, moralisch gut zu handeln, ethische Prinzipien zu befolgen. Das erinnert mich an die antiken Philosophen, die auch die Bedeutung der Tugend betonten. Gibt es da Parallelen zwischen Spinoza und beispielsweise den Stoikern? Auf jeden Fall, Felix. Spinoza war stark von der stoischen Philosophie beeinflusst. Beide betonen die Bedeutung der Vernunft, der Selbstbeherrschung und der Akzeptanz des Schicksals. Selbstbeherrschung bedeutet, seine Emotionen und Impulse kontrollieren zu können. Das ist wirklich faszinierend, wie diese alten Ideen auch in Spinozas Philosophie weiterleben. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Botschaft, die wir aus Spinozas Ethik für unser modernes Leben mitnehmen können? Ich denke, Spinozas Betonung der Vernunft und der Erkenntnis ist auch heute noch relevant. In einer Welt voller Unsicherheit und Komplexität kann uns die Suche nach Wissen und Verständnis helfen, einen klaren Kopf zu bewahren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Fundierte Entscheidungen sind Entscheidungen, die auf Wissen und sorgfältiger Überlegung basieren. Das ist ein sehr schöner Gedanke, Lisa. Spinozas Philosophie kann uns also dabei helfen, ein bewussteres und selbstbestimmteres Leben zu führen, trotz der Herausforderungen, die uns begegnen. Genau, Felix. Und natürlich bietet Spinozas Werk auch sprachlich viele Anknüpfungspunkte für Deutschlandende. Wir haben heute viele wichtige Begriffe kennengelernt, wie zum Beispiel Pantheismus, Ethik, Notwendigkeit und Gelassenheit. Es lohnt sich, diese Begriffe zu wiederholen und in eigenen Sätzen zu verwenden. Da stimme ich dir vollkommen zu, Lisa. Das Eintauchen in philosophische Texte ist eine hervorragende Möglichkeit, seinen Wortschatz zu erweitern und ein tieferes Verständnis für die Sprache zu entwickeln. Man lernt nicht nur neue Wörter, sondern auch, wie man komplexe Ideen ausdrückt. Und vergesst nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Ethik von Spinoza auch im Original oder in Übersetzung anschauen könnt. Das ist eine tolle Übung, um euer Leseverstehen zu trainieren. Das ist eine super Idee, Lisa. So kann man das Gelernte direkt anwenden und vertiefen. Vielen Dank, dass du uns heute so kenntnisreich durch Spinozas faszinierende Gedankenwelt geführt hast. Sehr gerne, Felix. Es war mir ein Vergnügen, über diesen wichtigen Denker zu sprechen. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat und ihr etwas Neues lernen konntet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns einem neuen, interessanten Thema widmen. Ihr könnt gespannt sein, es wird sicher wieder viele interessante und auch ganz unterschiedliche Vokabeln zu lernen geben und ihr werdet bestimmt wieder euer Deutsch verbessern. Bis dann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.